Willkommen in Starfield zu einem weiteren Infovideo über die neue Station, die man jetzt kaufen kann. Eine Asteroidenstation. Wie man die bekommt, da muss man nach Algorab fliegen. Zunächst mal. Das liegt hier ziemlich am rechten Rand unten. Algorab, da. Und man braucht auf jeden Fall, um da hinzukommen, sollte man ein Schiff haben, das mindestens 28 Lichtjahre Sprungweite hat. Sonst ist so der letzte Weg ist dann so etwas unmöglich sonst. Ja. Und genügend Sprit an Bord. Ja, und da in Algorab gibt es dann diese Station Anchor Point. Wenn man zum ersten Mal da reinfliegt, muss man die direkt mit diesem neuen Reisemodus anfliegen. Man kann die da nicht direkt anwählen, wenn man das erste Mal reingeflogen ist. Und wenn man dann angekommen ist und ist ausgestiegen aus dem Schiff, dann geht es hier den Gang entlang, an der Schiffsingenieurin vorbei. Willst du dein Schiff reparieren? Dann bist du hier genau. An der Schiffsingenieurin vorbei. In die Bar. Dann müssen wir hier die Treppe hoch. Kommen hier in die Gemächer vom Chef von dieser Station. Und hier müssen wir die Tür knacken. Das ist zwar nicht erlaubt, aber wir machen es trotzdem. Sehr professionell. Dann sehen wir mal, was uns erwartet. Und dann haben wir hier einen Computer. Und da gibt es hier ein Luxusheim zwischen den Sternen. Wir hoffen, dass die Tour durch das Château d'Etoile hat dir gefallen. Du stimmst uns gewiss zu, dass es in den besiedelten Systemen kein zweites Anwesen mit solch großzügigem und luxuriösem Interieur, einem solch atemberaubenden Ausblick und einer einzigen Lage gibt. Die Immobilie ist zwar noch verfügbar, doch diese einzigartige Gelegenheit wird nicht lange auf dem Markt bleiben. Zögere also nicht, antworte einfach unten, um die Credits zu übertragen, und schon gehört das Chateau dir. Ein Luxusanwesen zwischen den Sternen. Was will man mehr? Preis 5 Millionen Credits. Ich möchte das Chateau kaufen. Wunderbar. Verifiziere unten, dass du 5 Millionen Credits überträgst, um den Kauf abzuschließen. So, und da gibt es neue Aktivitäten. Da wird man dann direkt hingeleitet. Baumaterialien wurden auch zum Schiffsfrachtraum hinzugefügt. So, und jetzt verschwinden wir wieder aus den heiligen Hallen, bevor uns hier einer erwischt. Und direkt wieder zurück ins Schiff und abdocken. Entkoppeln abgeschlossen. Dann gucken wir in die Missionen unter Aktivitäten. Da haben wir hier den neuen Eintrag. Besuche dein neues Zuhause. Und der wird dann einfach hier angewählt mit der Maus. Und dann auf Karte zeigen, F5. Da ist es. Und da springen wir jetzt direkt dahin und schauen uns mal diese neue Station an, die wir jetzt gekauft haben. Da fliegen wir mal hin zu der Station. Ich blende jetzt ein kurzes Zwischenvideo ein mit der Außenansicht von dem Asteroiden und diesem vierstöckigen Gebäude, das da drauf ist. Das längliche da vorne ist die Andockschleuse. Die führt in die oberste Etage rein und dann unten drunter sind dann noch weitere 3 Wohnetagen.
Und da können wir andocken. Schön angedockt, Captain. Das ist jetzt eine Villa mit mehreren Bädern, 3 Schlafzimmern, Gartenanlage und so weiter. Ja, wir kommen mal hier so rein, da ist es hier schon mal ganz nett mit der Gartenanlage. Dann haben wir hier so eine Dekorationsmöglichkeit. Da kann man hier auf die Werkzeugbänke und so weiter zugreifen und kann die hier bauen. Und natürlich noch andere Einrichtungsgegenstände einpacken. Dasselbe gibt es dann unten nochmal. Wir haben hier einen leeren Raum. Hier könnte man zum Beispiel gut diese ganzen Werkbänke aufstellen, ja, weil der ist komplett leer. Das ist auch ganz sinnvoll. Und dann hat man da eben hier gleich an der Andockschleuse die Werkbänke zur Verfügung. Hier geht es dann weiter zum Aufzug. In die unteren Ebenen. Wie gesagt, das hat 3 oder eigentlich sogar 4 Stockwerke, wenn man das oben mitzählt. Hier gibt es jetzt auch wieder diese Dekorieren-Funktion, wo man dann auch hier jetzt zugreifen kann auf verschiedenste Sachen. Ja, zum Beispiel auch hier die Einrichtungsgegenstände, Tisch, Kaffeetisch, Spieltisch und so weiter. Aber ob man das braucht, ist die andere Frage. Hier geht es jetzt erstmal hoch. Das ist jetzt hier der oberste Stock, das sind die Schlafräume. Da gibt es hier zum einen ein Ankleidezimmer, dann haben wir hier das Bett und hier so eine Art Wohnzimmer mit Kamin, mit Bar. Kann man sich noch weiter einrichten. Hier mit Blick auf so einen kleinen See in diesem Asteroiden. Schade, dass man nicht mehrere Raumanzüge übereinander anziehen kann. Dann gibt es hier noch so ein kleines Bad, sehr klein, mit Blick auf den kleinen Garten. Waschbecken und so. Hier ist der zweite Schlafraum. Bett und so einem kleinen Büro angeschlossen. Und hier ist der dritte Schlafraum. Auch wieder mit dem Blick auf so einen kleinen Garten innerhalb des Asteroiden. Hier gibt es nochmal ein Bad. Ja, das ist beispielsweise hier der oberste Stock. Jetzt sind wir wieder unten. Da kamen wir aus dem Aufzug raus. Das ist jetzt hier ein größeres Wohnzimmer, wieder mit Kamin. Hier ein Büro. Das ist hier jetzt Esszimmer und Küche. Das ist hier der Abstellraum und der Waschraum mit den Waschmaschinen. Hier hat man eine Küche. Das ist im Endeffekt hier die Küche und der Esstisch. Hier ist so eine Art, ja, innerer Garten. Ein Lustgarten. Zum Lustwandeln. Mit Wasserfällen. Hier gibt es dann auch noch ein Bad mit Dusche. Da ist wieder der Aufzug. Geht es dann zurück zum Andocken. So, und hier direkt links neben dem Aufzug, geht es hier runter in den untersten Stock.
Da gibt es hier erstmal einen Trainingsraum mit Hanteln. Dann gibt es hier ein Spa. Dann gibt es hier ein Billardzimmer, Spielzimmer mit Dartscheibe. Ja, und das war's dann soweit. So sieht das hier aus. Und hier kommt man dann wieder zurück mit dem Aufzug in die oberste Etage, eigentlich dann in die 4. Ganz oben, wo die Andockschleuse ist. Das war mal ein kleiner Rundgang durch diese neue Station, die man jetzt für 5 Millionen Credits kaufen kann. Danke fürs Zuschauen. Ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Werdet ihr euch die kaufen? Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Video.